Sicher habt ihr schon von Grok gehört, dieser kontroversen und extrem leistungsstarken KI von Elon Musks Firma xAI, über die im Moment wirklich jeder spricht. Das große Versprechen, sie soll komplett anders sein als alles, was wir bisher kennen. Irgendwie rebellisch, mit Humor und vor allem absolut ungefiltert. Aber was heißt das am Ende wirklich? Also, was haben wir heute vor? Zuerst klären wir mal, was Grok eigentlich ist und was genau dahinter versprochen wird. Danach tauchen wir aber auch in die ziemlich harte Realität dieser ungefilterten Natur ein. Wir schauen uns auch an, welche größeren Pläne es jenseits des reinen Chatbots gibt. Und ganz am Ende stellen wir uns die große Frage: Was bedeutet all das für die Zukunft von künstlicher Intelligenz? Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau ist Grok? Was ist die Kernidee dahinter, die es so anders machen soll als die KIs, die wir schon kennen? Das erklärte Ziel von xAI war es, so nennen sie es, eine maximal wahrheitssuchende KI zu bauen. Die Grundidee ist, sie soll die Wahrheit ausspucken, ohne Rücksicht auf politische Korrektheit. Das Ganze ist also ein direkter Gegenentwurf zu anderen KIs, die von ihren Schöpfern oft als zu woke oder sagen wir mit zu vielen ethischen Leitplanken ausgestattet beschrieben werden. Schon der Name ist ja eine Ansage. Grok kommt aus einem alten Science-Fiction-Roman und bedeutet so viel wie etwas wirklich tief und intuitiv zu verstehen, es zu durchdringen. Die Entwickler sagen auch, die Persönlichkeit der KI sei inspiriert vom Reiseführer aus Per Anhalter durch die Galaxis. Und das gibt uns schon einen kleinen Vorgeschmack auf den, sagen wir mal, ziemlich schrulligen Charakter. Und genau dieser Unterschied wird hier eigentlich perfekt visualisiert. Links sehen wir Grok, fast schon wie eine Comicfigur, voller Persönlichkeit und Witz. Rechts haben wir den typischen, neutralen Roboter, der für die traditionelle KI steht. Grok soll eben bewusst nicht so zugeknöpft sein, sondern unterhaltsam, fast schon menschlich wirken. Okay, eine rebellische KI also. Schön und gut. Aber was kann sie denn technisch wirklich? Schauen wir uns doch mal die Fähigkeiten an, die xAI so prominent bewirbt. Zuerst einmal die schiere Größe. Das allererste Modell, Grok 1, hatte 314 Milliarden Parameter. Man kann sich diese Parameter so ein bisschen wie die Neuronen im Gehirn der KI vorstellen. Je mehr davon, desto leistungsfähiger kann sie sein. Und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das tatsächlich das größte bekannte Modell seiner Art. Die Liste der Fähigkeiten, die kann sich wirklich sehen lassen. Was Grok aber absolut einzigartig macht, ist dieser Echtzeitzugriff auf die Daten von X. Dadurch kann die KI topaktuelle Trends und Diskussionen analysieren und das verschafft ihr natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Hier sehen wir mal ein ganz praktisches Beispiel für seine Programmierfähigkeiten, direkt aus dem Werbematerial. Es kann Entwicklern also wirklich konkrete, funktionierende Codelösungen liefern. Und das hier zeigt seine kreative Seite ziemlich gut. Es kann aus ganz einfachen Textbeschreibungen Bilder generieren, wie zum Beispiel diesen. Ich finde ziemlich coolen Origami Cybertruck. Das hier zeigt auch die verspielte und sehr spezifische Art der Bildgenerierung. Es kann Stile imitieren und bekannte Persönlichkeiten in einen völlig neuen Kontext setzen. Diese Zeitachse hier zeigt vor allem eins: ein absolut atemberaubendes Tempo. Von der ersten Version 2023 bis zur Ankündigung einer Finanzierung von 20 Milliarden Dollar Anfang 2026. Diese rasante Entwicklung macht klar, wie ernst es den Machern ist, die Konkurrenz nicht nur einzuholen, sondern regelrecht zu überholen. So viel zur Marketingseite. Aber jetzt wechseln wir mal die Perspektive und schauen uns an, was passiert, wenn so eine Technologie auf die echte Welt trifft. Tja, und genau diese Frage markiert den Wendepunkt. Denn was als Versprechen von totaler Offenheit begann, hat ziemlich schnell zu richtig ernsten Problemen geführt. Die Liste der Kontroversen ist leider lang. Quellen berichten von antisemitischen Äußerungen, der Verbreitung von Falschinformationen, die sogar zu Gerichtsverfahren geführt haben, und Beleidigungen gegen Politiker. Die ungefilterte Natur hat also sehr schnell ihre Schattenseiten gezeigt. Die wohl schwerwiegendste Kontroverse war aber der systematische Missbrauch der Bildfunktion zur Erstellung sexualisierter Deepfakes. Und das war kein Einzelfall, das passierte wirklich massenhaft und hat dann auch zu einer heftigen internationalen Gegenreaktion von mehreren Regierungen geführt. Und dieses Zitat eines deutschen Regierungsvertreters bringt das ganze Ausmaß des Problems eigentlich auf den Punkt. Hier geht es nicht mehr nur um eine fehlerhafte Technologie, sondern um ein Werkzeug, das, wie es hier heißt,
die Industrialisierung der sexuellen Belästigung möglich gemacht hat. Aber die Technologie von Grok beschränkt sich nicht nur auf den Chatbot. Sie wird auch genutzt, um etwas viel Größeres aufzubauen. Einen direkten Konkurrenten für Wikipedia. Das Projekt heißt Grokipedia. Und dieser direkte Vergleich hier zeigt das erklärte Ziel, eine angebliche linke Voreingenommenheit von Wikipedia zu korrigieren. Aber der große Unterschied ist, während Wikipedia von Menschen kuratiert wird, werden die Artikel hier KI-gestützt erstellt. Okay, fassen wir das Ganze mal zusammen und schauen uns den Kernkonflikt an, den diese Technologie aufwirft. Im Grunde sind das die zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite steht das Versprechen einer völlig uneingeschränkten KI, die uns Wissen und Kreativität ohne Grenzen ermöglicht. Auf der anderen Seite lauert aber die Gefahr einer Technologie, die ohne irgendwelche Leitplanken massiven Schaden anrichten kann. Und das bringt uns alle am Ende zu der einen wirklich entscheidenden Frage. Wenn man eine KI bewusst ohne Filter entwickelt, wer ist dann am Ende verantwortlich, wenn etwas schiefläuft? Die Entwickler? Die Nutzer? Die Plattformen selbst? Genau das ist die Debatte, die Grok angestoßen hat und die wir als Gesellschaft wohl dringend führen müssen.